Jetzt mach. Der Wahnsinn. Wie geht denn der jetzt an? Wie geht der an? Ich weiß nicht, wie der angeht. Was ist hier los? Es geht nicht an. Das hier ist ja unser Kleiner. So groß gibt es die auch. Aber auch der Kleine weiß wirklich zu überzeugen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es um Laser. Und zwar sogar um grüne Laser von Stanley mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber da kommen wir gleich dazu. Und zwar haben wir normale Linienlaser bis zu 360 Grad Laser. Und weil es so schön ist und wir hier 3 grüne Laser haben, habe ich gedacht, den bringen wir auch noch mit. Und zwar den kleinsten Entfernungsmesser der Welt. Okay, es ist wahrscheinlich der zweitkleinste Laser der Welt. Jetzt aber weiter. Ihr habt euch das Thema immer und immer wieder gewünscht, und zwar das Thema Laser bzw. Kreuzlinienlaser. Und ich persönlich bin ein sehr großer Freund von grünen Lasern, weil sie einfach wesentlich besser abzulesen sind. Vielleicht lasst uns kurz darüber sprechen. Es gibt grüne und es gibt rote Kreuzlinienlaser oder allgemein Laser, und der grüne ist wesentlich besser. Nicht weil er genauer ist oder so, sondern weil du ihn einfach besser erkennen kannst. Gerade auch bei schlechteren Sichtverhältnissen ist der grüne Laser einfach für dich optisch besser an der Wand oder ähnliches zu erkennen und auch über größere Entfernung. Ja? Deswegen ist grün auf jeden Fall die bessere Wahl. Und normalerweise sind Kreuzlinienlaser mit einem grünen Laserstrahl entsprechend hochpreisig. Und hier haben wir 3 Geräte in einem absolut genialen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schauen wir uns aber erst gleich an, weil zuerst möchte ich euch kurz mal den kleinen Freund hier vorstellen. Oh, ich glaube, so klein ist er gar nicht. Und hier, da geht er an. Aber jetzt mal im Ernst. Das Teil ist wirklich winzig, weil schau mal in meiner Hand, wie klein das Ganze ist. Und das ist ein vollwertiger Laserentfernungsmesser. Und schaut mal, das hier ist ja unser Kleiner, und so groß gibt es die auch. Also ihr seht, das hier ist natürlich ganz anderer Leistungsumfang, aber das hier mal im Verhältnis seht, das ist so die normale Größe, und das ist schon von den Kreuzlinienlasern eigentlich ein relativ kleiner. Aber das hier ist wirklich so klein. Dazu gibt es noch genau das hier, denn das Gerät hier hat sogar einen Akku. Da ist ein Akku eingebaut. Du kannst 1000 Messungen mit dem eingebauten Akku machen, und dann lädst du ihn innerhalb von 2,5 Stunden hier über den Adapter hier wieder auf, und dann geht es wieder weiter. Finde ich super. Und der ist so klein, hier gibt es sogar eine kleine Schlaufe hier vorne. Da kannst du das Ganze als Schlüsselring tragen. Hier ist der Knopf zum Einschalten. Einfach draufdrücken und dann seht ihr hier schon das Display. Und ihr seht, wie gut das sichtbar ist oder lesbar ist. Das ist ein schönes Schwarz-Weiß-Display, wo ihr auch seht, was Sache ist, und zwar wie voll der Akku ist und wie weit das Ganze entfernt ist. Und schaut mal hier, ich richte das mal aus. Und ihr seht jetzt hier, dass er eine Dauermessung macht. Ich kann das jetzt meinetwegen jetzt dahin tun oder mal ganz woanders. So, und er misst die ganze Zeit, zeigt euch den entsprechenden Wert an. Wenn ihr sagt, okay, die möchte ich jetzt mal speichern, drückt ihr drauf und dann bleibt der Wert erhalten. So funktioniert das Ganze, es funktioniert wirklich gut. Ich zeige euch auch mal den Laser. Hier könnt ihr den ganz gut sehen. Hier vorne habt ihr den Punkt. Ja, dann könnt ihr es ausrichten, so wie ihr das von jedem anderen kennt. So, schaut mal. Er misst die ganze Zeit mit, und ihr seht auch, wie schnell er das macht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vor. Es ist auch nicht so, dass jetzt die riesen Latenzen dabei sind. Geht wunderbar. Und vor allem, das Ganze geht bis 12 Meter. Hier vorne steht jetzt das Stativ, und dahinter ist ein bisschen mehr Platz. Und schaut mal hier. Zuverlässig bei 12,73 Meter. Das finde ich schon mega. Er misst von 16 cm bis 12 Meter, und ihr habt übrigens ja auch die Möglichkeit, das Ganze wieder auszuschalten über den Knopf. Nach 90 Sekunden schaltet er sich aber auch automatisch aus. Ich finde, das ist ein wunderbares Gerät, und vor allem, das Ganze kostet nur 43 €. Ja? Also knapp über 40 €. Das ist doch der Hammer. Übrigens, wenn ihr euch interessiert für die ganzen Geräte, schaut mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da findet ihr entsprechendes Top-Angebot zu den Geräten. Und ich muss sagen, der Kleine ist mir echt angetan, weil jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, keinen Laserentfernungsmesser mehr dabei zu haben. Hier bei diesem Kreuzlinienlaser haben wir einen Preis von sage und schreibe 80 bis 100 €. Ja? Wo wir gerade liegen, schaut das mal euch unten in der Videobeschreibung an. Aber ist das nicht der Wahnsinn? Und wir reden hier von einem grünen Laser, und das ist super kompakt, super klein, super schön. Und ihr seht hier ist unser Kreuz hier drin, unser Kreuzlinienlaser ist da drin, und ich zeige euch das mal hier. Ich nehme es mal hier auch hier vorne dran, schalte das ein,
Und dann habt ihr hier euren Laser. Das ist wirklich, ich nehme es hier wieder mal zurück. So. Und ihr seht hier wunderbar, wie das Ganze hier ranprojiziert wird und habt hier entsprechend dann unseren schönen Grünlaser, den man super lesen kann. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum blinkt das Ganze hier? Ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen auf gelockt. Das heißt, hier ist es so, dass er das nicht nivelliert. Oder hier auszustellen oder hier einzustellen. Dann nivelliert sich das Ganze. Ihr seht das hier. So, ich lasse mal fallen. So. Und auf die Art und Weise nivelliert sich der Laser genau auf entsprechend die korrekte Position. Und hier blinkt er nicht. Und wenn wir es aber hier auf diese Position einstellen, auf die ich eben gezeigt hatte, dann ist es so, dass er regelmäßig hier blinkt, damit du weißt, dass er in dem festgestellten Modus ist. Ja? Aber auf die Art und Weise kannst du natürlich dir so einstellen, wie du das Ganze brauchst. Was mir noch gut gefällt, ist das Thema Gummierung. Wir haben überall ringsherum eine Gummierung. Einerseits gut, um das Ganze wirklich griffig zu fassen, aber auch, es steht nicht auf dem Kunststoffgehäuse, sondern egal was ihr macht, steht es entsprechend auf der Gummierung. Und vielleicht hält es so auch leichte Stöße aus. Was noch interessant ist, das Ganze geht bis 16 Meter und es ist betrieben mit Batterie. Ja, hier einfach 2 Batterien, die werden auch entsprechend mitgeliefert und halten bis zu 20 Stunden. Wenn du dir einen Kreuzlinienlaser zulegen möchtest, dann kann das echt eine Alternative für dich sein. Wir schauen uns ja gleich die nächsten Stufen an, aber auch der Kleine weiß wirklich zu überzeugen. Übrigens natürlich wirst du es nicht immer auf dem Tisch betreiben. Du bekommst so eine Halterung mit dazu. Wie die funktioniert, was sie kann, das zeige ich dir am Schluss, weil alle 3 haben die gleiche Haltung mit dabei. Der nächste in unserem Line-Up ist hier der Cross 90. Das ist derselbe wie der Kleine, den wir eben hier hatten, ja, oder der annähernd der gleiche, den wir gerade uns angeschaut haben, mit einer Sonderfunktion. Und zwar ist es hier so, machen wir wieder an, und zwar ist hier so, wir haben hier, schaut mal da, einen Laser mehr. Ihr könnt mich hier drauf drücken und habt hier eine weitere Linie. Ergo, wenn wir das jetzt mal so anschauen, haben wir hier einmal hier unsere Kreuzlinie und hier drüben haben wir eine weitere Linie. Das ist der Hauptunterschied hier bei dem Gerät. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Alles, was ich gerade erzählt habe, hat er auch. Und wenn ihr euch für den interessiert, da sind wir so im Bereich bei 120 bis 130 Euro. Kommen wir zunächst zu unserem Cross 360, ergo ein 360 Grad Kreuzlinienlaser. Auch wieder in diesem extrem kleinen Format in grün. Also das Gehäuse nicht, sondern der Laser ist in grün. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar ist es genau dasselbe, auch hier wieder mit dem Schalter. Wir schalten es ein, um entsprechend dann hier, Moment, ja, um hier unsere Linie zu haben. Jetzt können wir aber zusätzlich hier sagen, jetzt sind wir erstmal hier dort. Schaut mal, wir sind erstmal in der einen Linie. Jetzt können wir die nächste Linie dazuschalten. So, beziehungsweise die nächste Linie einschalten. Oder so, jetzt haben wir den Kreuzlinieneffekt. Beziehungsweise hier können wir das Ganze wieder auf die selbst nivellierende Einstellung setzen. Ja, hier so, einstellen, fertig. Wunderbar. Ich zeige euch nochmal den 360 Grad Laser. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Linie und das Ganze geht dann hier entsprechend entlang. Schaut mal, hier seht ihr überall die Linie, wie sie hier rumgeht. Es stehen ein paar Sachen hier im Weg, deswegen ist es unterbrochen. Oder ich unterbreche das auch. Ja, und hier seht ihr, wie es immer und immer weiter geht. Auch hier wieder gummiert und das Ganze bekommst du schon ab 160 Euro. Zu allen 3 Kreuzlinienlasern gehört dieselbe Halterung. Schau dir das mal an. Und zwar ist hier wirklich absolut identisch. Und zwar ist es so, ihr könnt hier erstmal das Ganze hier erstmal in der Höhe einstellen, ja, wo ihr es hin haben wollt und auch die Neigung. Wir machen es jetzt mal so, dass wir es so festziehen. Dann können wir hier das Gerät drauf tun. Wir nehmen jetzt mal irgendeinen. Hier die klassische Stativhalterung. Das ist dasselbe, wenn ihr ein Stativ benutzen möchtet, könnt ihr das hier entsprechend benutzen. So. Und es ist ein Würfel, du hast es auf jeder Seite. Stimmt, stimmt. Ja, ihr könnt es da festmachen, hier festmachen, hier festmachen, hier festmachen. Es ist wirklich mega schön gemacht, um es wirklich sehr flexibel zu haben. Dann könnt ihr das Ganze jetzt nehmen und geht hier ran und befestigt das einfach hier. So. Könnt hier das Ganze ausrichten und ihr könnt es jetzt auch noch in der Art und Weise auch noch mal ausrichten. Wir machen jetzt mal Folgendes.
Ich werfe jetzt mal hier auf den Tisch den Laser. So, und ihr seht, ich kann jetzt einfach schön justieren, so wie ich es brauche für mich und habe dann für mich hier eine wunderbare Befestigungsmöglichkeit. Und ihr seht auch, das kann man überall festmachen, überall sich schön justieren, wie man das Ganze braucht. Ich könnte jetzt auch noch hier das so mir in der Neigung einstellen, dann auch noch wieder so. Also es ist eine echt gute Halterung für wirklich für kleines Geld, muss man ganz klar sagen. Und es ist ein tolles Gesamtkonzept. Zusätzlich noch ist das Ganze hier gummiert, dass ihr es auch entsprechend bei Rohren oder ähnlichen Themen festmachen könnt. Wir haben ja eben uns den kleinen hier nochmal angeschaut, das ist der Kubix, der kleinste von allen. Und auch da bekommst du komplett diese Halterung mit dazu. Ja, das ist alles komplett aus Kunststoff, hier leicht gummiert, aber ja, funktioniert das? Na klar, ja, finde ich eine super Lösung, alles komplett. Und ich habe das ausgepackt und dachte so, naja, ich weiß nicht, aber in Summe ist das ein total überzeugendes Konzept. Auch hier zu sagen, okay, ich gehe eine Nummer weiter, dann hier nehme ich den Cross 90 oder ich gehe noch eine Nummer weiter von der Funktionsumfang, nehme den 360. Für einfache Arbeiten, glaube ich, wird der hier meistens schon ausreichen. Und natürlich am Ende nochmal der Hinweis, den gibt es auch noch. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, dass ihr nochmal gesehen habt, dass es auch andere Geräte gibt und auch wirklich sehr preiswerte Geräte im Bereich der grünen Laser. Und jetzt rein in den Laser, pau, pau, pau und bis zum nächsten Mal.